Ich würde dir gerne mal was vorspielen und danach würde ich gerne von dir wissen, was du darüber denkst. Und go. Ja, es ist ja gut. So, kein Bock mehr, oder was? Nee, ist nicht so meins. Hast du erkannt, was das für eine Musikrichtung ist? Schlager. Ja. Sie sind wie Rammstein. Oh Gott. Wie Metal, aber nicht wie Metal. Leute, ihr glaubt es nicht, 3 Mädels mischen gerade die Metal-Szene richtig auf. Ja, ihr habt richtig gehört. Was? Mädels und Metal? Genug gehört, sonst werde ich wahnsinnig, ey. Aber damit noch lange nicht genug, denn die 3 Mädels sind auch noch Japanerinnen. Jawohl. Und die rasten im J-Pop-Style richtig krass aus auf der Bühne, füllen Riesenhallen und gehen ab wie ein Zäpfchen. Wie die heißen? Baby Metal. Ihr sagt, das gibt es nicht. Doch, das gibt es. Gucken da. Baby Metal, quietschende Stimmen und Manga-Kostüme treffen auf harte Metal-Sounds. Die 3 wurden in Japan gecastet und stehen seitdem zu dritt auf der Bühne. Die Idee zu Baby Metal hatten sie nicht selbst, aber das Konzept scheint aufzugehen. Anfangs klangen ihre Songs stark nach J-Pop. Mittlerweile sind sie zu echten Metal-Songs geworden. Seit 2012 sind Baby Metal in Japan regelrechte Chartstürmer. Ihre ersten Singles und auch ihr erstes Album schafften es in die Top 10. Ihre Musikrichtung nennen sie Kawaii Metal. Kawaii steht für liebenswert und niedlich. Ein Style, der auffällt und der Baby Metal mittlerweile auf der ganzen Welt berühmt gemacht hat. So Leute, wieder mal geschafft, wieder mal nur für euch. Wir sind Backstage. Das hier ist der Backstage-Bereich. Hier wird lecker gegessen, wahrscheinlich eine ganze Menge Sushi oder so. Aber wie es bei japanischen richtigen Superstars, was die anscheinend schon sind, so ist, haben wir jetzt einen extra Interviewraum bekommen. Und der ist hier. So. Und hier wartet auch schon die nächste Kollegin. Ich kann sehr, sehr viel, aber was ich nicht kann, ist Japanisch. Deswegen bist du hier. Hallo, wie heißt du? Mariko? Das ist Mariko und Mariko wird meine sogenannte private, exklusive Dolmetscherin sein. So weit ist es schon. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Die Mädels kommen jetzt gleich, die sind auch echt, die sind richtig busy, die haben viel zu tun. Die sind da, wie gesagt, schon Weltstars und machen jetzt so eine kleine Europatour auch. Wie muss ich mich denn verhalten? Gibt es da so Regeln, dass ich nicht so ins Fettnäpfchen trete, weißt du? Also erst mal hingehen und gleich so, hey, check, geht nicht, ne? Nee. Nee? Wie macht man das denn? Am besten, okay, höflich wäre verbeugen. Okay, warte. So, und was sage ich dazu? Konnichiwa. Konnichiwa oder am Abend eigentlich Konbanwa. Konbanwa. Fragt man, wie geht's euch? Macht man sowas? Genki? 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 Konbanwa. Genki? So? Das geht, oder? Ist gut, ist gar nicht so schwer. Dann heißt es jetzt, wie immer, wieder warten, 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 warten. Aber auch die Fans von Baby Metal müssen auf das Konzert warten. Und die können nicht unterschiedlicher sein. Vom Anime-Fan bis zum Metaller. Manche sind sogar extra aus Japan angereist. So Leute, und ihr glaubt es nicht, mir fliegt hier fast die Fresse weg, was ich hier sehe. Ich dachte, hier sind jetzt vielleicht 15, 20 Leute, die sich diese Band anschauen, aber nein, die Schlange geht bis zum Ende der Straße. Hallo. Hallo. Ihr seht ja schick aus. Endlich habe ich mal jemanden gefunden, wo ich dachte, okay, da kommt auch so ein bisschen der Manga-Style an. Warum findet ihr Baby Metal so cool? Mein Vater hört ziemlich viel Metal, deswegen höre ich gern Metal, aber ich bin auch viel in der Anime-Szene und mag diese süße Musik. Und das ist halt die erste Band, die beide Musikrichtungen, die ich mag, so gemixt hat. Was ich geil finde an Baby Metal ist, dass sie einfach positive Energie versprühen. Ja, und es trotzdem deftige, fetzige Metal-Musik ist. Aber ohne, dass sie so extra auf düster machen oder so, sondern einfach mit Jugend und mit Selbstbewusstsein.
Einfach Party machen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie gehst du heute Abend ab? Ja, also es gibt definitiv Wall of Death. Wall of Death, was ist das? Da bildet sich ein Graben in der Mitte und dann stürmen alle aufeinander zu. Alter Schwede. Und das sogar bei Baby Metal, ja? Ja. Ich habe langsam Schiss. In Ordnung. Dann bist du also auch so ein Schubser, ja? Schubst dich mal kurz aus dem Bild, mal gucken, ob das geht. Hi, hello. Hello. I'm New Metal. Hello. I'm Su Metal. Hello. I'm Mo Metal. Nice to meet Hi, nice to meet you. Oh, jetzt, die sind so süß, jetzt habe ich den Text vergessen. Jetzt musst du noch mal sagen. Warte. Du stehst in Kumbawa Geiki. Wenn man im Internet Baby Metal eingibt, gibt es kein Video unter 500.000 Klicks. Ihr habt Millionen von Klicks. Hättet ihr mit so einem krassen Erfolg gerechnet? そうですね、私たちの初めてのシングルの PV Bei unserem ersten Song haben wir zum ersten Mal ausländische Kommentare gesehen. Das hat uns überrascht und auch glücklich gemacht. Und wir wussten auch gar nicht, welche Sprache das ist. Und jetzt können wir auf der ganzen Welt auftreten. Das ist toll. 初めて見た時すごくびっくりしたし Warum denn der Fuchs? Weil die anderen Heavy Metaler machen ja alle so und ihr macht so Fuchs. Warum der Fuchs anstatt die Teufelshörner? はい、初めてメタル界のサインである Wir haben selbst auch nicht gewusst, dass die Teufelshörner ein Metal-Zeichen sind. Aber wir kannten den Fuchs als dieses typische Spiel mit dem Schatten. Und so ist es auch entstanden. 勘違いから生まれたものなんです。ライブでは影絵の狐さんである Jetzt ist der Fuchs zu ihrem Markenzeichen geworden. Sehr passend. Denn die 3 Japanerinnen glauben daran, dass sie der Fuchsgott auserwählt hat, um bei Baby Metal zu singen. Nimmt man das als Heavy Metaler hin, weil es lustig ist, oder sagt man da, ey, habt ihr eins an der Klatsche? Nein, das ist eigentlich ziemlich cool, weil der Fuchs eben in der japanischen Kultur eine viel wichtige Rolle spielt. Das ist ein ernstzunehmender Gott, ja, der unter den Menschen wohnt und die auch praktisch überprüft, ja, wie die halt so drauf sind, ja, und auch bestrafen kann, wenn die böse sind. Und deswegen, das passt ganz gut. Das ist auch ein guter Racheengel für Mädchen, finde ich, der Fuchs. Das Experiment Baby Metal feiert weltweit Erfolge. Metalgrößen wie Metallica feiern öffentlich die Band. Den Durchbruch in Europa schaffen die Mädels 2014. Sie waren Support auf der Tour von Lady Gaga. まさか世界的に有名なレディー・ガガさんからサポートアクトをやってほしいって言われた時は Als wir erfahren haben, dass wir Lady Gaga supporten, waren wir überrascht und glücklich. Am Anfang haben die Lady Gaga-Fans nur zugehört. Aber irgendwann haben sie angefangen, T-Shirt von uns anzuziehen und sie haben unsere Fuchszeichen gemacht. Cool, auf jeden Fall. Was ist denn das Schönste daran, ein Baby-Metal-Mitglied zu sein? やっぱりライブしてやっぱりお客さんに Bei Live-Konzerten bringen wir viel Energie mit. Aber die Fans geben uns noch viel mehr Energie zurück. Und das macht einfach großen Spaß. エネルギーを毎回 Baby Metal ist ein einzigartiger Stil. Das wissen auch die Fans. Ich meine, es hat wirklich ernstzunehmende musikalische Metal-Musik. Ja, wir haben hier Musikstudenten, die dir darüber erzählen können, wie viele musikalische Einflüsse in einem einzigen Lied stecken. Und trotzdem haben sie einfach dieses Pop-Ding, diese Ausstrahlung, ja, von, das erst eine positive Energie versprüht, ja, Partytime oder auch die Lieder haben auch sehr viel mit Alltagssituationen zu tun, wie anstrengend es ist, zur Arbeit zu gehen oder wie wickelt man seinen Daddy darum, mehr Taschengeld zu bekommen. Und das ist einfach wirklich was Neues, das ist einfach total innovativ. Baby Metal!
Alter Schwede, ey, da wummern einem ja die Ohren. Was für ein Wahnsinn. Baby Metal, völlig neue Erfahrung, völlig neue Musik. Heavy Metal konnte ich bisher immer nur 5 bis 10 Minuten hören, danach haben mir die Ohren gescheppert und genauso wird es auch bleiben. Ob jetzt noch J-Pop dabei ist oder nicht, das ist mir relativ egal. Ich finde die Mädels irgendwie cool. Die sind so ein bisschen, ja, ach, ich hätte so gern mit ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Aber so ist es halt manchmal, wenn die angestrengt sind und eine Weltreise machen müssen, dann sollen sie das tun. Es ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Guckt sie euch live an. Ich glaube, da sind sie wesentlich cooler als noch im Netz. Das war meine Empfehlung und ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Bach hören oder so. Die Ohren entspannen, ihr wisst schon. Ja, genau so. Bis dann.